Herr Dr. Rudolph, ich freue mich, Ihnen heute eine absolute Weltneuheit vorstellen zu können, nämlich einen Barfußschuh, dessen Geheimnis von außen nicht zu erkennen ist, sondern das in seiner hybriden Sohle liegt. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit vor rund 1,5 Jahren, als wir uns kennenlernten und Sie mich darauf hinwiesen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die unter bestimmten Krankheiten leiden oder Missempfindungen, dass die einen Barfußschuh bräuchten, den es noch nicht gibt. So, das ist dieser Schuh. Hier steht er. Und wenn wir uns an die Anfänge erinnern, wir haben ja 1,5 Jahre der gemeinsamen Entwicklung gebraucht, dann muss ich sagen, bin ich heilfroh, dass uns dieses Ergebnis gelungen ist. Aber wie war das eigentlich? Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, Leguano anzusprechen und zu sagen, Leute, ihr macht zwar Barfußschuhe, aber ich brauche was ganz Spezielles. Sie sind ja Arzt in Niedersachsen mit 13 Praxen. Sie haben eine Vielzahl von Patienten, das haben Sie mir damals im ersten Gespräch gesagt, die unter bestimmten Krankheiten leiden oder Missempfindungen, für die es nichts gab. Jetzt ist es uns gelungen, jetzt steht es hier. Ich freue mich natürlich auch, dass wir es geschafft haben, zusammen diesen Schuh zu entwickeln, weil in meiner täglichen Arbeit ich immer wieder Patienten treffe, die einfach mit ihrer Fußgesundheit nicht ordentlich umgehen. Und da setzt Leguano als kompetenter Partner natürlich an und hat bereits einen sehr guten Schuh im Sortiment gehabt. Und die Intention war eigentlich, diesen besonderen Schuh, den Leguano bereits besitzt, weiterzuentwickeln zu einem besonderen Schuh für Patienten oder Menschen, die eventuell auch Probleme haben. Jetzt haben wir hier eine tatsächliche Besonderheit, auch was das Portfolio von Leguano anbelangt. Alle Schuhe, alle Barfußschuhe, die wir bisher konzipiert und auf den Markt gebracht haben, hatten ja keine Funktion, sondern Barfußschuhe sind ja eigentlich nur dazu gedacht, den Fuß in seiner Barfußentwicklung nicht zu behindern, aber gleichzeitig zu schützen. Also es waren passive Schuhe. Hier in diesem Fall, ich glaube, es ist weltweit einmalig, bisher haben wir einen aktiven Schuh. Und jetzt würde ich gerne auf das Innenleben zu sprechen kommen, nämlich auf die hybride Sohle. Also das Geheimnis liegt im Schuh. Vielleicht können wir das auch mal zeigen. Ja, und zwar ist es diese blaue Sohle. Diese blaue Sohle, das war ja Ihre Überlegung, sollte eine Silikonsohle sein, die was bewirkt? Genau, die Silikonsohle, das Innenleben sozusagen des Schuhs, ist eigentlich das große Geheimnis. Es ist aber so, dass es eine Einheit bildet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es also nicht abgelöst ist, sondern dass der Schuh eine Einheit bildet mit der Innensohle und der Außensohle. Das große Geheimnis ist die besondere Verarbeitung, die besondere Struktur der Innensohle, die Durchblutung verbessern soll, die Empfindung des Fußes verbessern soll und die auch die Muskulatur mit ihren Strukturen, die für die Wahrnehmung des Fußes zuständig sind, verbessern sollen. Es gibt viele Patienten, die immer wieder Probleme haben. Und da muss man die großen Gruppen ansprechen, wie zum Beispiel Patienten, die an einer Zuckerkrankheit leiden. Die werden über kurz oder lang alle mit diesem Problem konfrontiert, dass die Empfindung des Fußes schlechter wird. Und die Empfindung des Fußes ist eine ganz, ganz hohe Qualität, die wir Menschen brauchen. Empfindet der Fuß nicht mehr korrekt, laufen wir stöckelig, laufen wir nicht präzise oder haben wir sogar eine Neigung zum Fallen, eine Fallneigung. Und gerade diese große Gruppe der Zuckerpatienten, die sind zum Beispiel eine große Gruppe, die uns interessiert. Und dann gibt es natürlich noch andere Patientengruppen, die Probleme mit den Nerven haben, Probleme haben, die Empfindung so weiterzutragen. Polyneuropathie beispielsweise? Polyneuropathie ist eine große Gruppe. Das ist ein Fachbegriff für Missempfindung unter den Füßen. Missempfindung unter den Füßen, da leiden in Deutschland 3 bis 5 Millionen Menschen dran. Und für diese Gruppen haben wir uns gemeinsam überlegt in der Forschungsabteilung mit Leguano,
Jetzt haben wir genau diesem Wunsch entsprochen und haben die Leguano-Sohle, die das Barfußlaufen ermöglicht, also den Fuß in seiner Barfußbewegung möglichst wenig behindert. Das können wir hier sehr schön demonstrieren, bei dem wir eine Noppenstruktur unter der Sohle haben und gleichzeitig jetzt eine Noppenstruktur in der Sohle. Die Innensohle besteht aus Silikon mit einem bestimmten Härtegrad, der also so gewählt ist, dass möglichst alle Füße, auch die besonders empfindlichen, auch die weniger empfindlichen, stimuliert werden. Was passiert jetzt mit dieser Innensohle? Was bewirkt die am Fuß und welche Funktion hat der Fuß überhaupt? Was passiert da? Der Fuß ist eine Struktur, die uns Menschen, so banal wie es klingt, laufen lässt. Das Laufen fällt aber nicht vom Himmel, sondern es gibt viele kleine Strukturen, die Nerven, bestimmte medizinische Dinge, die man benennen kann. Aber ein großes Thema ist auch die Durchblutung des Fußes. Der Körper, selbst wenn er Schäden hat immer wieder die Tendenz, auch die Anatomie wieder zu richten. Die Anatomie wird wiederhergestellt durch Reparationszellen. Und selbst wenn irgendwas am Fuß kaputt gegangen ist, dann versucht der Körper, das in seiner üblichen Anatomie wiederherzustellen. Wird der Fuß jetzt aber schlecht durchblutet, durch zum Beispiel statisches Schuhwerk, gibt es eine sehr schlechte Durchblutung im Fuß. Das ist eigentlich die Quintessenz bei dieser ganzen Geschichte. Wozu führt die schlechte Durchblutung? Ja, die schlechte Durchblutung führt zu Missempfindung des Fußes, zu einem, gerne auch kennen vielleicht einige Zuschauer auch, einem Storchengang, dass man breitbeinig aufsetzt. Und die verbesserte Durchblutung führt dazu, dass Reparationszellen im Fußbereich und insgesamt im Fußgewölbebereich die vielleicht kaputten Strukturen wieder repariert. Aber das ist ja hochinteressant. Und das ist genau der Punkt dabei. Also wir wollen hin zu einer verbesserten Durchblutung und das schaffen wir mit dieser besonderen Hybridsohle. Und da möchte ich mich nochmal bei Leguano auch bedanken, dass das überhaupt möglich war, in der Forschungsabteilung das so herzustellen, weil das natürlich jetzt auch hoch technisch ist, dass wir versuchen, die Durchblutung zu verbessern, dadurch die Sensibilität verbessern und dadurch auch die feinen Strukturen beim Austarieren des Fußes unterstützen. Jetzt darf ich vielleicht mal ganz kurz schildern. Ich habe ja in der Testphase, in der Entwicklungsphase selbst diese Schuhe getragen bereits. Und ich habe bei mir festgestellt, dass sich wie soll ich das sagen, von den Fußsohlen ausgehend ein leichtes Kribbeln durch den ganzen Körper zieht, aber sehr angenehm ist. Dass es ein positives Befinden auslöst, obwohl ich jetzt keine Probleme mit den Füßen habe. Wäre das auch ein Schuh was für Gesunde, für Prophylaktische oder wie stellen Sie sich das vor? Selbstverständlich. Also in der Medizin sagen wir Ärzte immer gerne, wir wollen nicht warten, bis irgendwas kaputt ist und es dann reparieren. Da kommt die berühmte Prophylaxe oder die Vorbeugung von Krankheiten ins Spiel. Vorbeugung von Krankheiten wünscht sich jeder Arzt, dass der Patient das macht, sodass diese Schuhe natürlich auch durchaus geeignet sind für Menschen, die vielleicht vorher schlechtes Schuhwerk getragen haben, unseren Schuh zu tragen, um die Fußgesundheit zu verbessern. Das ist auch die Quintessenz. Es ist also nicht nur ein Schuh für Patienten oder für Menschen mit Problemen, sondern es soll auch ein Schuh sein für Menschen, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Jetzt habt aber diese Innensohle ganz viele kleine Noppen. Also hier unten haben wir ja große Noppen, hier hinten haben wir kleine Noppen. Was machen die sonst noch mit dem Fuß? Weil der Fuß ist ja höchst komplex, das haben Sie mir eindeutig geschildert und auch sehr eindrücklich nachvollziehbar für mich, was da unten alles passiert. Ich überzeuge mich jetzt selbst, was mit dem Körper insgesamt passiert. Aber was bewirken diese Noppen? Haben die eine bestimmte Funktion? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen wissenschaftlich. Egal. Der Mensch hat eine sogenannte Zwei-Punkte-Diskriminierung. Das heißt, er kann 2 Punkte gut auseinanderhalten. Diese 2-Punkte-Diskriminierung ist sehr hoch an den Fingern, das kennt jeder. Und die 2-Punkte-Diskriminierung an den Lippen ist auch natürlich sehr hoch. Da ist also das Gefühl sehr, sehr, sehr gut. Die 2-Punkte-Diskriminierung wird aber bei bestimmten Krankheiten deutlich schlechter. Bei einer Zuckerkrankheit, bei einer Polyneuropathie, also Missempfinden unter den Füßen. Und durch diese besondere Noppenstruktur, die wir hier erschaffen haben oder geschaffen haben, werden auf einem bestimmten Quadratzentimeter diese Strukturen angeregt, sodass die 2-Punkte-Diskriminierung wieder
verbessert werden soll. Kann man das eventuell auch als permanente Fußreflexzonenmassage bezeichnen? Das ist genau der Punkt, das, was die Therapeuten in der Fußreflexzonenmassage machen. Sie gehen also unter den Fuß und versuchen mit therapeutischen Druckpunkten, sogenannten Triggerdruckpunkten, den Fuß anzuregen. Und das Interessante bei uns ist, dass der Patient das mit jedem einzelnen Schritt selber macht. Jeder einzelne Schritt ist eine kleine Fußreflexzonenmassage, sodass... Oder bei 10.000 Schritten am Tag, 10.000 Mal, ja? 10.000 Schritte sind 10.000 kleine Impulse, die der Fuß bekommt. Und man kann es vielleicht sogar so sagen, es gibt bestimmte Dinge, die der Mensch jeden Tag macht. Das ist das Essen, das ist das Trinken und das Laufen. Jeder Mensch läuft jeden Tag seine 3, 4, 5, 10.000 Schritte und kann selber beeinflussen, ob er seiner Fußgesundheit etwas Gutes tun möchte oder nicht. Das heißt also, das, was wir uns vorgenommen haben, können wir jetzt in der Praxis beweisen und nachweisen. Von der Fertigung kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass diese beiden Sohlen unmittelbar miteinander verbunden sind, obwohl das technisch eigentlich gar nicht möglich ist, denn beide Materialien, also das Lifolit und das Silikon, vertragen sich ja gar nicht. Also die haben keine Haftung aneinander. Aber ich darf versichern, und das haben wir ja auch zum Patent angemeldet, dass es uns gelungen ist, dafür haben wir 1,5 Jahre gebraucht, diese Verbindung herzustellen, ohne die Flexibilität des Schuhes einzuschränken. Also wir haben, wenn ich Ihre Aussagen jetzt mit einbeziehe, in das Geschäftsmodell von Leguano, wir haben nicht nur einen Barfußschuh, sondern wir haben gleichzeitig einen Therapieschuh. Kann ich das so sagen? So kann man das formulieren. Wir haben also das, was der Arzt sich wünscht, dass der Patient auf seine Fußgesundheit achtet und einen Barfußschuh nutzt. Und wir haben einen Barfußschuh mit einer eingebauten Therapiemöglichkeit. Also wie erwähnt, der erste aktive Barfußschuh. Ein aktiver Barfußschuh. Natürlich ist es ganz wichtig, dass der betroffene Mensch diese Schuhe auch regelmäßig trägt, keine Frage. Was mich noch interessiert, es gibt ja unterschiedliche Empfindungsgrade bei diesem Schuh. Sollte jemand, für den also die Stimulation zu viel wird am Anfang, wenn er überempfindlich ist, sollte er ihn durchtragen oder sollte er langsam sich erst hineingewöhnen? Genau. Was empfehlen Sie? Genau, meine Empfehlung wäre, dass man sich gradweise an den Schuh gewöhnt. Für manche ist es natürlich ungewöhnlich, wenn man aus einem starren Korsettschuh kommt, der den Fuß gefangen gehalten hat und dann auf einen Barfußschuh umstellt. Dann ist das Gefühl natürlich übermäßig, was man vielleicht Jahre gar nicht erlebt hat, sodass man natürlich erstmal anfangen würde, den Schuh einige Stunden am Tag zu tragen. Aber nach eigener Testung in unseren 1,5 Jahren, die wir in etwa gebraucht haben, um den Schuh zu entwickeln, ist es natürlich so, dass wir auch mit den Härtegraden gespielt haben und haben jetzt eigentlich einen Schuh entwickelt, der so angenehm zu tragen ist, als würde man auf Wolken laufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele betroffene Patienten davon profitieren werden und davon auf alle Fälle mit einem positiven Gefühl herausgehen und wir etwas Erhebliches für die Fußgesundheit tun können mit diesem berühmten neuen, weltweit einzigartigen Therapieschuh. Und ich freue mich auch ganz besonders, auch wenn es hier noch nicht so richtig zu sehen ist, dass Sie uns erlaubt haben, den Schuh auch Dr. Rudolph Schuh zu nennen, einfach weil es Ihr Herzblut ist, das hier drin steckt, zum einen, und auf Ihre Anregung hin auch den Schuh so konzipiert haben, dass es auch einmalig, dass diese Zunge unmittelbar mit dem Schuh verbunden ist, also keine Nähte aufweist, sodass also der Träger oder die Trägerin dieses Schuhs keine Druckstellen bekommt. Also auch das eine Neuerung, die wir hier haben einfließen lassen. Und wir werden, auch das war Ihre Bitte, zunächst mal mit dem weißen Schuh beginnen, aber es wird auch einen dunklen Schuh geben, es wird auch andere Farben geben. Sehr schön. Und sodass wir verschiedene Geschmäcker, auch der Schuh soll ja auch optisch ansprechend sein, bedienen können, wenn Sie so wollen. Also auf jeden Fall, wir freuen uns als Leguano sehr, dass uns die Zusammenarbeit mit Ihnen dieses Produkt kreiert hat, dass wir das zusammen kreiert haben und dass wir etwas haben, wo wir jetzt auch unseren Kunden noch eine weitere Neuheit anbieten können, über das reine Barfußlaufen hinaus, auch den aktiven Schuh mit der permanenten, ich drücke das mal auf meine Weise aus, permanenten Fußreflexzonenmassage mit sensationellen Empfindungen, also im besten Sinne des Wortes. Ich freue mich nochmal. Vielleicht auch nicht zuletzt ist das auch ein sehr schön anzusehender Schuh. Ich bin ja als
Arzt konfrontiert mit vielen Dingen, die die Industrie auf den Markt wirft und da... Auch mit schlimmen Füßen, Sie sehen, glaube ich, eine ganze Menge. Genau, da sehe ich dann immer auch frappierende Produkte, die dann den Patienten angeboten werden und manchmal ist es leider so, dass dann auch Produkte angeboten werden, die der Patient vielleicht konsumiert, aber dann nur einmal nutzt oder zweimal nutzt und das war mir auch eine große Herzensangelegenheit, dass wir einen Schuh entwickeln, den der Patient auch gerne trägt. Und den der Mensch gerne anhat. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das beste Produkt der Welt hilft nicht, wenn der Mensch mit Problemen es nicht nutzt. Jetzt habe ich aber noch ein Bonbon für unsere werdenden oder die bereits bestehenden Kunden. Und zwar auch auf Ihre Anregung hin haben wir das gerne aufgenommen. Nämlich die Tatsache, dass, wussten wir vorher auch nicht, wenn der Kunde ein, wie heißt das, Attest? Genau, es gibt also die Möglichkeit, diesen Schuh etwas vergünstigt zu bekommen. Die einzige Vorgabe ist, dass der Kunde sich beim Arzt eine Bescheinigung für eine Erkrankung holt. Es gibt die sogenannte Chronikererkrankung. Chronikererkrankung, so heißt das. Das kennt wahrscheinlich auch jeder Betreffende, oder? Genau, Ja. Es gibt die sogenannte Chronikerbescheinigung, die kann man sich beim Arzt kostenfrei abholen. Und für die Patienten, die dann diesen Schuh haben oder kaufen möchten, gibt es eine Vergünstigung. Ja, die kann ich auch benennen. Das sind 15 €, die es dann weniger gibt. Also für diese Bescheinigung. Da freuen die sich natürlich auch drüber. Dann, ja. Genau. Also wenn die vorgehalten wird, dann gibt es sogar einen kleinen Bonbon obendrauf. Ja. Dann hoffen wir, dass möglichst viele davon Gebrauch machen, jetzt nicht rein im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern überhaupt zur Zufriedenheit Ihrer Patienten und unserer Kunden. Lieber Herr Dr. Rudolph, das ist der Auftakt zu einer sehr interessanten Zusammenarbeit, die uns hier nach fast 2 Jahren gelungen ist. Und ich freue mich auf die weitere Kooperation mit Ihnen. Und wir sind gespannt auf die Rückmeldungen Ihrer Patienten und unserer Kunden. Das werden wir zusammenführen und zu gegebener Zeit dann auch veröffentlichen. Ja, da bin ich auch ganz froh drüber und das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir unbedingt auch Rückmeldung von den Patienten bekommen, die ich dann gerne in eine Studie einfließen lassen möchte, die dann wissenschaftlich veröffentlicht wird.